Spul nicht vor, denn wir fangen mit unserem Maiskuchen sofort an. Als erstes gebe ich 150 Gramm Butter in den Mixer. Die habe ich schon mal im Voraus in der Mikrowelle erwärmt. Als nächstes kannst du 4 Eier in den Mixerbehälter reinwerfen. An sich kommen jetzt am Anfang alle flüssigen Zutaten in den Mixer. In den Mixer geben wir auch 314 Milliliter Kondensmilch und einen Esslöffel Vanilleextrakt dazu. Als nächstes kannst du eine Dose gezuckerte Kondensmilch dazugeben, also 400 Gramm. Wenn du aber deinen Maiskuchen nicht so süß magst, kannst du einfach die Hälfte davon nehmen. Anschließend geben wir eine Tasse Reismehl dazu. Wenn du aber kein Reismehl findest, kannst du genauso gut Weizenmehl verwenden. Es schmeckt auch super mit Weizenmehl. Jetzt fügen wir auch einen Teelöffel Backpulver und einen halben Teelöffel Natron hinzu. Ein halber Teelöffel Zimt ist optional, aber ich finde, dass diese kleine Zimtnote das Aroma des Maiskuchens sehr gut ergänzt. Und ich habe keinen frischen Mais gefunden, also habe ich Dosenmais verwendet. Ich nehme 850 Gramm davon. Das sind etwa 3 Dosen. Übrigens, wenn du kein Zuckermais verwendest, kannst du noch 20 Gramm Zucker zusätzlich dazugeben. Jetzt kommt einfach den Deckel drauf und wir mixen alles, aber nicht so lange, weil die Mischung noch etwas Textur haben soll. Ich liebe diesen Kuchen seit meiner Kindheit. Ich kann es kaum mehr erwarten. So ungefähr muss die Mischung danach aussehen. Sie soll etwas Textur haben. Nun fetten wir die Backform mit Butter ein und wenn du keine Springform nutzt, bestäube deine Form am besten mit ungefähr einem Esslöffel Mehl. So löst sich später der Kuchen besser daraus. Danach gießen wir einfach die Mischung ein. Hier ist es wichtig, die Form nicht bis zum Rand zu gießen, denn der Maiskuchen bzw. der Teig wird sich natürlich im Ofen noch ausdehnen. Wir stellen die Form in den auf 180 Grad vorgeheizten Ofen und nach 40 Minuten kannst du mit einem Holzstäbchen checken, ob der mexikanische Maiskuchen fertig ist. Denn aufgrund unterschiedlicher Faktoren wie zum Beispiel Backofen, Mehltyp, Maissorte und so weiter kann die Backzeit streuen. Wenn es soweit ist, holen wir den Kuchen aus dem Ofen und es ist wichtig, sich mindestens eine halbe Stunde zu gedulden, bevor man ihn aus der Form holt. Ich habe hier eine Springform, aber wenn ihr keine nutzt, müsst ihr natürlich den Kuchen noch stützen. Übrigens, dieser Maiskuchen wird auf diese Art sehr oft in Mexiko zubereitet. Wenn ihr mehr mexikanische Rezepte schauen wollt, lasst mich bitte einen Daumen nach oben, damit ich merke, dass ihr Interesse daran habt. Ich versuche nämlich herauszufinden, was genau ihr schauen wollt. Dieser ist der Kuchen meiner Kindheit. Er ist unglaublich lecker und passt zu allen möglichen Gerichten. In Mexiko gibt es eine echt große Auswahl an grandiosen Süßrezepten. Wenn dir also diesen Kuchen gefallen hat, musst du dir die Playlist auf der linken Seite anschauen.